Die letzten paar Tage haben wir in Dubai verbracht. Hier haben wir uns die Hauptsehenswürdigkeiten der Metropole angesehen, wie zum Beispiel das Museum of the Future, den Dubai Frame und natürlich den Burj Khalifa. Du, wenn wir schon da sind, wollen wir uns nicht Abu Dhabi auch anschauen? Okay. In Abu Dhabi haben wir wieder ein wunderschönes Hotel, das sogar einen eigenen kleinen Strand hat. Übrigens, die Strecke zwischen Dubai und Abu Dhabi könnt ihr auf verschiedene Weisen zurücklegen. Natürlich könnte man fliegen, das zahlt sich aber meistens preislich nicht aus. Es gibt auch noch die Möglichkeit, ein Taxi zu nutzen, das kostet ungefähr 80 € fürs ganze Auto. Oder es gibt auch öffentliche Busse, da bewegt man sich irgendwo im Rahmen zwischen 6 und 10 €. Übrigens ein kleiner Geheimtipp, falls ihr mit der Fluglinie Emirates fliegt und euer Hin- oder Rückflug direkt an die Busfahrt angrenzt, gibt es einen eigenen Shuttlebus von Emirates, der euch gratis zwischen Dubai und Abu Dhabi hin und her bringt. In Abu Dhabi selbst gibt es eigentlich ein gut ausgebautes Busnetz. Metros gibt es hier nämlich keine. Allerdings haben wir schon festgestellt, dass wir für die Strecke mit Bus meistens um 1 Stunde mehr brauchen als mit Taxi. Also beschränken wir unsere Fahrten hier eigentlich auf Taxis oder solche Unternehmen wie Uber oder Grab. Wir haben uns jetzt ein Taxi bestellt, für uns geht es jetzt auf zum Sightseeing und dann nehmen wir euch mit. Zum absoluten Pflichtprogramm hier in Abu Dhabi gehört auch das Louvre. Das gibt es nämlich nicht nur in Paris, sondern hier befindet sich auch ein Schwesternmuseum. Schon von Weitem kann man sehen, dass dieses Gebäude wirklich eindrucksvoll ist und genau das schauen wir uns jetzt genauer an. Das Gebäude ist wirklich beeindruckend, man kann es auch von allen Seiten bestaunen. Man kann sich sogar ein kleines Boot oder Kajak mieten und einmal rundherum paddeln. Auch wenn wir nicht unbedingt zu den größten Kunstliebhabern zählen, ist das Gebäude wirklich sehenswert. Der Dom, der dieses ganze Museum hier überspannt, besteht aus vielen übereinander geschichteten einzelnen Strukturen und es ist einfach keine Stelle so wie die andere. Dazwischen scheint die Sonne immer wieder durch. Echt wunderschön, das muss man gesehen haben, wenn man hier in Abu Dhabi ist. Übrigens, um in den Dom zu gelangen, braucht man auch schon eine Eintrittskarte, nicht nur für die Ausstellungen selbst. Einen kleinen Fun-Fact haben wir noch für euch. Dieses Dach, das übrigens nur auf 4 Stützen steht, wiegt 7500 Tonnen, also genauso viel wie der Eiffelturm in Paris. Rund ums Louvre entsteht übrigens gerade ein komplett neuer Stadtteil mit riesengroßen und sehr eindrucksvollen Baustellen. Wie man an unserem für 30 Grad nicht ganz so typischen Outfit vielleicht schon erkennen kann, geht es für uns jetzt in die Moschee. Und da gibt es einen relativ strengen Dresscode. Aber wir sind perfekt angezogen und los geht's. Der Eingang hat uns schon mal mega überrascht, weil es geht nämlich unterirdisch zur Moschee und das ist eigentlich mehr ein Einkaufszentrum. Das haben wir nicht erwartet, aber wir stehen jetzt schon in der Schlange und gleich sind wir dann auch in der Moschee drin. As long as I'm able, scare the monsters under your bed. Deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in. Das ganze Areal hier ist wirklich riesig. Hier passen über 40.000 Menschen gleichzeitig hin und der Gebetsraum fast 7.000 Betende gleichzeitig. Kleiner Funfact: Der Teppich hinter mir ist der größte handgeknüpfte Teppich der Welt und wiegt über 35 Tonnen. Das nächste wirklich riesige Areal, was wir uns genauer ansehen, ist der Präsidentenpalast. Also das sind hier echt Gebäude der Superlative. Jedes ist noch größer, noch schöner oder noch mehr weißer Marmor verbaut als beim vorigen. Wir
wir sind ein wenig sprachlos. Es ist einfach ein riesiger Raum hier drinnen und jede Wand, jede Decke, jede Säule ist bis ins kleinste Detail verziert. Wunderschön. Dieser Raum oder eigentlich mehr, diese Halle hier im Präsidentenpalast in Abu Dhabi ist echt, und wir haben schon einiges gesehen auf unseren Reisen, der schönste Raum, den wir jemals gesehen haben. Uns fehlen ein bisschen die Worte dazu. Wir hoffen, dass die Bilder das einfach besser erklären können als wir. Liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Wir sind jetzt in Dubai in der Lounge schon am Flughafen, aber es geht nicht nach Hause für uns, sondern wir fliegen jetzt mal weiter nach Thailand. Und dort filmen wir bestimmt wieder für euch. Ich glaube, die rennt gerade an. Nein, ich wollte sagen, Für uns in die Zeichzeit. mit verschiedenen Wohnungen und auch Das Schwesternmuseum. Nein, das passt. Hi, der erste Tag. Echt tolle Motive hier. Na, Motive hier, was rede ich hier schon wieder?